In dieser Woche müssen wir eine Frage stellen, die ich lange vor mir hergeschoben habe. Wofür bitte brauchen wir eigentlich die EU? Wenn sich dieser blöde Verein nicht mal auf eine faire Verteilung von Flüchtlingen einigen kann. Mann. Ne? Dabei sind wir jetzt gefragt als Wertegemeinschaft. Da lobe ich mir unsere Kanzlerin. Die geht am bundesweiten EU-Projekttag in Schulen diese Woche und singt mit den Kindern ganz bewusst die europäische Hymne. Ja, vielen Dank an den Leistungskurs Musik der David Hasselhoff Gesamtschule Berlin-Neukölln. Ja? 6. Stunde bei Frau Merkel, das wünschst du auch keinem. Wichtige Woche für Europa. Deswegen bei der EU-Projekttag schon nicht so unwichtig, denn es ist auch eine wichtige Woche für Europa. Am Mittwoch hat die EU-Kommission endlich ihr lange angekündigtes Quotensystem für Flüchtlinge vorgestellt. Die Lasten einfach mal fair verteilen. Super Vorschlag, da machen doch bestimmt alle mit. Doch Irland und Dänemark müssen offenbar nicht mitmachen. Für sie soll es Sonderregelungen geben. Ach, Irland und Dänemark machen gar nicht mit. Egal, komm. Sind das überhaupt echte Länder? Ich meine, Dänemark. Dänemark. Eine große Wiese mit 3 Kühen drauf. Hör auf. Ich sage immer, Hauptsache, die anderen Länder bleiben an Bord. Auch Ungarn ätzt, dass man in Budapest keine Wohnheimpartys feiern wolle. Widerstand zur Quotenregelung kommt auch aus Großbritannien. Okay, von mir aus. Die Ungarn und die Briten machen auch nicht mit. Sonst noch irgendwer keinen Bock auf Nächstenliebe? Echt jetzt? Ist kein Witz. Tschechien, Slowakei, Polen, Estland, Lettland, Litauen. Ganz toll. Dazu habe ich übrigens gestern Nacht stundenlang ein Gedicht verfasst. Es besteht nur aus 2 Worten. EU, wozu? Vielen Dank, meine Damen und Herren. Dankeschön. Danke sehr. Danke sehr. Viele Stunden dran gearbeitet. Ja, muss man wirklich mal fragen. EU wozu? Viktor Orban, ungarischer Premierminister, nennt diese Woche die Massenflucht mit zig Toten über das Mittelmeer einen, und ich zitiere, heiteren Nachmittagsspaß, Zitat Ende. Und das ist selbst für Orban-Verhältnisse ein neuer Rekord auf der nach oben offenen Arschlochskala, meine Damen und Herren. Ach ja, und das habe ich vergessen. Das britische Innenministerium hat noch vorgeschlagen, alle Flüchtlingsboote einfach zurückzuschicken. Verstehen Sie das nicht falsch. Also England ist schon für Solidarität, nur halt auf englische Art. Es ist für Großbritannien richtig, mit der Navy voranzugehen und Leben zu retten, nicht um den Menschen Asyl zu geben, sie aber eben zu retten und sie nach Italien und in andere Anrainerstaaten zu bringen. Ja, da soll sich mal schön der Italiener drum kümmern. Ne? Mache ich übrigens auch immer so. Wenn ich auf der Straße einen Obdachlosen sehe, dann bringe ich den direkt in die nächste Pizzeria und sage, hier, gebt doch mal was zu essen, ihr geizigen Spaghettis. Ja? Ja. Willkommen in Europa 2015. Was haben diese Engländer eigentlich für eine Vorstellung von der EU? Ich denke, es ist richtig für uns Briten, uns das von Europa herauszusuchen, was uns passt. Ja, das ist jetzt wirklich exakt das Gegenteil der europäischen Idee. England, ey, was fällt dir zu dieser Insel noch ein? Das kann doch alles nicht wahr sein. Mann! Sehr guter Film. Die Briten. Es ist doch so, seit Jahrzehnten picken die sich nur die Rosinen raus. Die zahlen weniger Beiträge, dürfen weiter richtiges Geld haben statt Euros und. Eine Extrawurst nach der anderen.